Hätte, könnte, würde, müsste. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute lernst du eines der wichtigsten Themen der deutschen Grammatik, den Konjunktiv 2. Und wenn es einen Konjunktiv 2 gibt, dann gibt es auch einen Konjunktiv 1. Damit du dieses große Thema verstehen und anwenden kannst, mache ich einen gratis Grammatik-Workshop für dich. Der Workshop besteht aus 5 Teilen. Es gibt 3 Videos zum Konjunktiv 2 und 1 und dann gibt es etwas ganz Besonderes. Wir treffen uns auf Zoom und üben diese beiden Themen gemeinsam. Du kannst mir dann auch alle deine Grammatikfragen stellen. Ich helfe dir gerne weiter. Melde dich über den Link unter diesem Video kostenlos an und du bekommst alle Infos zum Workshop, die Termine und als Bonus bekommst du sogar Gratismaterialien aus meinem kompletten Grammatikkurs. Dafür kannst du dich übrigens ab Donnerstag wieder anmelden mit einem super Rabatt und einem Geschenk, meinem Romankurs über die deutsche Grammatik. Dazu aber später mehr. Also, wir starten mal mit dem Konjunktiv 2. Der hat im Deutschen vor allem 3 Aufgaben. Wir benutzen ihn, wenn wir höflich sein wollen. Könntest du mir kurz helfen? Hätten Sie einen Moment Zeit? Würdest du mir bitte das Salz geben? Höflichkeit gilt natürlich nicht nur, wenn wir andere siezen, sondern auch duzen. Die zweite Aufgabe des Konjunktiv 2 ist für Vorschläge und Meinungen. Du weißt nicht, wie du am schnellsten die deutsche Grammatik lernst? Du könntest doch am Grammatik-Workshop teilnehmen. Du glaubst, du wirst die Grammatik niemals lernen? Wenn ich du wäre, würde ich das niemals sagen. Man kann alles lernen, andere haben es auch geschafft. Dann schaffst du es auch. Und die dritte Aufgabe: Bedingungen, Wünsche und Irreales. Das ist ein relativ großes Thema. Hier mein Lieblingsbeispiel. Was würdest du tun, wenn du einen Wunsch frei hättest? Warum braucht man hier den Konjunktiv 2? Du hast leider keinen Wunsch frei. Es ist irreal, eine Hypothese. Aber dennoch, was würdest du dir wünschen? Dass du fliegen könntest? Dass dein Tag 48 Stunden hätte? Würdest du um die Welt reisen? Du siehst, der Konjunktiv 2 ist ein sehr großes Thema und du findest ihn überall in der deutschen Sprache. Daher brauchst du ihn unbedingt, wenn du ein hohes Niveau erreichen willst. Der Konjunktiv 1 ist speziell für die Sprache in Zeitungen, den Nachrichten oder der Wissenschaft. Den zeige ich dir aber im 3. Video. Wie werden die Formen des Konjunktiv 2 gebildet? Eigentlich ganz einfach. Für die allermeisten Verben benutzt man einfach Würde plus Infinitiv. Aber manche Verben benutzen wir in ihrer richtigen Konjunktivform und diese Verben kommen sehr oft vor. Haben, sein, werden und die Modalverben. Haben, hätte, sein, wäre, werden, würde, können, könnte, müssen, müsste, dürfen, dürfte, mögen, möchte, wollen, wollte und sollen, sollte. Achtung! Jedes Verb hat eine Konjunktivform, aber die meisten benutzen wir mit Würde plus Infinitiv, weil es einfacher ist. Je nach Sprecher, dessen Alter und Bildung, kann es aber sein, dass du die Konjunktivform hörst. Zum Beispiel: Ich wünschte, es gäbe weniger Krankheiten auf der Welt. Auch korrekt, aber nicht ganz so elegant: Ich würde mir wünschen, dass es weniger Krankheiten auf der Welt geben würde. Um ein gutes Gefühl für den Konjunktiv 2 zu bekommen, ist es wichtig, viel Deutsch zu lesen und zu hören und auf die Formen zu achten. Nun habe ich 2 gute Nachrichten für dich. Es gibt keinen Konjunktiv in allen 6 Zeiten. Es gibt nur die Gegenwart, also das Präsens. Das kannst du auch für die Zukunft benutzen. Und es gibt eine Vergangenheitszeit.
Die Vergangenheit und komplexe Formen mit Modalverb und im Nebensatz schauen wir uns im nächsten Video an. Die zweite gute Nachricht: Das Passiv im Konjunktiv 2 kommt sehr selten vor, denn es ist auch für uns Muttersprachler zu kompliziert. Also statt wenn er Hilfe hätte, würden seine Aufgaben schneller gemacht werden können, sagen wir einfach, wenn er Hilfe hätte, könnte er seine Aufgaben schneller machen. Aber auch dazu sage ich im nächsten Video noch etwas. Nun schauen wir uns die 3 Verwendungsmöglichkeiten des Konjunktiv 2 mal genauer an. Hier einige Beispiele für Höflichkeit. Möchten Sie etwas trinken? Ja, ich hätte gerne einen Orangensaft. Könntest du mich zurückrufen? Oder würdest du mich zurückrufen? Könntest du mich am Sonntag vom Flughafen abholen? Oder würdest du mich abholen? Dürfte ich bitte Ihre Toilette benutzen? Wären Sie so nett, mir kurz zu helfen? Achtung, du kannst auch ohne den Konjunktiv 2 höflich sein. Ein Orangensaft bitte. Kannst du mich bitte zurückrufen? Darf ich bitte Ihre Toilette benutzen? Das Zauberwort heißt bitte und auf Deutsch sagt man, der Ton macht die Musik. Also mit einem freundlichen Gesichtsausdruck und einem Dankeschön kann man schon sehr viel erreichen. Dennoch, wenn du sehr gutes Deutsch lernen willst, brauchst du verschiedene Möglichkeiten, um dich auszudrücken. Machen wir nun mit Vorschlägen und Meinungen weiter. Hier ein Beispiel. Sandra ist immer gestresst. Von der Arbeit, vom Alltag, einfach von allem. Natürlich haben ihre Familie und Freunde viele gute Ratschläge. Du solltest mal wieder Urlaub machen. Du solltest dich gesünder ernähren und mehr Sport machen. Du könntest doch morgens spazieren gehen, das würde dir helfen. Du müsstest das Handy abends weglegen, das macht dich total nervös. Oder, an deiner Stelle würde ich mir einen anderen Job suchen, du arbeitest zu viel. Man kann das auch netter formulieren. Es wäre gut, wenn du mal wieder Urlaub machen würdest. Es würde dir helfen, dich gesünder zu ernähren. Du würdest dich besser fühlen, wenn du regelmäßig spazieren gehen würdest. Achtung, du kannst Vorschläge und Meinungen ohne den Konjunktiv äußern, aber sie klingen ziemlich hart und fast schon respektlos. Du musst dich gesünder ernähren. Du musst unbedingt mehr Sport machen. Leg doch das Handy abends weg. Auch hier gilt, der Ton macht die Musik. Alles klar soweit? Dann schauen wir uns zum Abschluss noch an, wie man den Konjunktiv 2 für Bedingungen, Wünsche und Irreales benutzt. Es ist wichtig, dass du das gut kannst, denn das kannst du leider nicht ohne den Konjunktiv ausdrücken. Hier direkt ein Beispiel, dann verstehst du sofort, warum es nicht ohne Konjunktiv geht. Hast du 1 Million Euro? Nein, ich auch nicht. Aber wenn ich 1 Million Euro hätte, dann würde ich mir ein Haus mit Pool kaufen. Ich würde meinem Papa eine Reise zum Kilimanjaro schenken. Meiner Freundin würde ich ein neues Auto kaufen. Ich könnte das komplette Geld aber auch spenden und damit echte Probleme lösen. In diesen Beispielen handelt es sich um Bedingungen. Man kennt das auch als konditional. Das heißt, wenn A passiert, dann passiert auch B. Also A ist die Million Euro und die ist die Bedingung dafür, dass ich das Geld ausgeben kann, also B. Aber ich habe keine Million Euro, deshalb kann ich diese ganzen Sachen nicht kaufen. Du kennst ganz normale Bedingungssätze. Das sind im Englischen die If-Clauses. Wenn es regnet, dann wird die Straße nass. Und wenn du Hunger hast, dann isst du etwas. Das ist nicht irreal oder eine Hypothese, sondern real und passiert wirklich, oder? Daher kommt der Begriff irreal oder Irreales. Das ist einfach das Gegenteil von real oder echt. Du kannst das Ganze auch als Wunsch formulieren. Ich hätte so gern 1 Million Euro. Ich wäre so gerne reich. Ich würde so gerne mit meinem Papa zum Kilimanjaro. Hier noch ein weiteres Beispiel für Irreales. Bist du Präsident oder Präsidentin deines Heimatlandes? Nein? Ich auch nicht. Aber wenn ich Präsidentin bzw. Kanzlerin wäre, dann würde ich vieles ändern.
Ich würde mehr Geld in die digitale Bildung investieren, wenn ich Präsidentin wäre. Jedes Schulkind hätte einen Computer und würde genau wissen, wie man über das Internet lernt. Aber ich bin keine Präsidentin und deshalb sind meine Ideen nicht real. Sie sind irreal. Sie entsprechen nicht der Wirklichkeit. Ist dir aufgefallen, dass es im dritten Beispiel im Nebensatz, wie man über das Internet lernt, keinen Konjunktiv gibt? Das liegt daran, dass es Realität ist, dass man im Internet lernen kann. Man braucht hier keinen Konjunktiv. Außerdem gehört dieser Nebensatz zum Hauptsatz würde wissen bzw. wüsste und der steht ja im Konjunktiv 2. Ja, so funktioniert der Konjunktiv 2. Wie gesagt, im zweiten Teil schauen wir uns die Vergangenheitszeiten, den Konjunktiv 2 mit Modalverben und den Satzbau in Nebensätzen an. Das wird ein bisschen schwieriger, aber keine Sorge, ich erkläre es dir so einfach und logisch wie möglich. In diesem Sinne sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.